Glück auf und Howdy aus Austin in Texas. Es ist Zeit für eine Quasselrunde und die wird interaktiv. Ja, weil wir haben nämlich alle Fragen, die ihr so in den letzten paar Wochen unter Andres Videos geknallt habt, die habe ich rausgesucht und die beantworten wir jetzt. Viel Spaß dabei. Die Achtermeilen in Texas, der Weg war nicht leicht. Doch jetzt stehen sie hier unter dem weiten Himmel, unendlich und weit. Auf geht's, direkt hier mit der ersten Frage. Und Entschuldigung, eins muss ich vorweg sagen. Ne? Also es wird jetzt nicht wieder so ein Video wie letztes Mal, ne? Wo wir einfach gelästert haben über die Kommentare. Vielleicht sind ein paar dabei, ich weiß es noch nicht. Ich habe die Fragen noch nicht gelesen. Die Tina hat die rausgesucht. Und wir starten einfach mal mit der ersten Frage. Die lautet? Die allererste ist quasi die allgemeinste und wichtigste. André, meine Frage, was war der Grund für die Auswanderung und wie wurde das möglich? Ja, wir hatten ja die Idee eines Skiverleihs hier in Texas. Ja, der Grund war einfach Lebenstraum. Ne? Wir wollten uns unseren Lebenstraum erfüllen und einmal hier in den USA leben. Beziehungsweise in Texas, das war gar nicht so... Texas war nicht ursprünglich geplant. Nein. Also ich war, glaube ich, 13 oder 15 Jahre alt, als meine Eltern mich das allererste Mal in die Staaten quasi entführt haben. Einen tollen Urlaub in Florida gemacht, wie wahrscheinlich jeder. Am Anfang erstmal Florida. Und ich habe mich extremst verliebt in die Staaten und dachte mir so, meine Fresse, hier will ich irgendwann leben. Meine Fresse, hier will ich irgendwann nicht. Ja, wir haben ja irgendwann geheiratet, ne, in den USA und haben gesagt, irgendwie die zweite Lebenshälfte wollen wir gerne mal in den USA leben. Hier sind wir und es wurde möglich mit einem E2-Investorenvisum. Ja? Also wir haben eine Firma gegründet hier, ich habe US-amerikanische Arbeitsplätze geschaffen und wir haben Geld investiert. Und dann sagt der Staat, okay, bleibst du mal 5 Jahre, gucken wir, ob das klappt. Und wenn das klappt, kannst du nochmal 5 Jahre machen und nochmal 5 Jahre und nochmal und nochmal. Also, du weißt schon Bescheid. Also, Frage beantwortet? Ja, ich denke schon. Was haben wir noch? Weil wir es wollten. Das nächste ist auch wieder so ein bisschen Visumsfrage. Kann man als Rentner bei euch gut existieren? Okay, haben eine Immobilie, die wir verkaufen könnten und für deutsche Verhältnisse ein recht gutes Einkommen, Rente etc. Wäre das eine Option für uns? Willst du das beantworten oder soll ich das machen? Go for it. Also das Problem an den USA ist ja, dass es hier kein Rentnervisum gibt. Ja? Also es gibt, in Südafrika gibt es zum Beispiel ein Rentnervisum. Ne? Das heißt, wenn du eine Rente nachweisen kannst oder ein bisschen Geld nachweisen kannst, kannst du da ein schönes Rentnerdasein pflegen. Das geht in den USA nicht. Es gibt kein Visum extra für Rentner. Das heißt, irgendwie die ganzen Florida-Rentner, die es da gibt, die machen das mit einem B-Visum, ne? Die fliegen immer alle 3 bis 6 Monate raus und wieder rein und wieder raus und wieder rein. Ne? Das heißt, ja, also du kannst hier mit Sicherheit gut leben, wenn du sehr viel Geld hast. Ne? Also die USA sind natürlich jetzt nicht das Rentnerparadies für jemanden, der 2.000, 3.000 im Monat hat. Ne? Das mit Sicherheit nicht. Ne? Aber wenn du viel Geld hast, dann kannst du hier gut leben, aber du musst halt trotzdem die Frage klären, wie kannst du hier hinkommen? Ja, immer nur 180 Tage am Stück. Ich glaube, das ist die wichtige Message davon. Das ist nicht richtig. Das ist nämlich, mit einem B-Visum sind das 6 Monate. Was 180 Tage Verdammt! sind? Läuft bei uns. Läuft Das bei uns. schneide ich auch nicht raus. Alrighty, also Frage beantwortet. So, what else? Cowboyhüte, wie viele hast du und welche Materialien sind die? Ich habe 3 Cowboyhüte. Ich habe einen schwarzen, einen aus Filz und einen aus Stroh. Und ja, also Filz und Stroh sind die Materialien, ziehe ich je nach Jahreszeit und je nach Gegebenheit an. Ja? Also ich kann nicht mit dem Strohhut auf ein Fest gehen, doch das geht schon. Ne? Aber wenn es ein bisschen schicker sein soll, dann nehme ich einen der Filzhüte. Ja, ich habe auch einen Filzhut und einen schwarzen Hut, der ist auch aus Stroh. Ich ziehe aber, wenn, dann am liebsten den Filzhut an, weil der einfach schicker aussieht. Der ist übrigens hier Made in Mexico, der steht da drin. Ne? Made in Mexico? Ja, made Er in ist ja Mexico. quasi Texas. War ja mal Texas. War ja mal Texas. Nein, Texas war ja mal Mexiko, so rum. Die Cowboy-Hutfragen, die triggern auch viele. Ne? Also Total. Ich hab ja viele, also Facebook ist so das Trigger-Universe. Ne? Da sind dann Hildegard und Gabriel oder so ein Heinz, ne? Die sich dann tierisch aufregen, wenn da einer mit Cowboy-Hut steht. Ne? Aber gut, das gehört zum Spiel dazu. Also Cowboy-Hüte, Frage beantwortet. Ja, die nächste Frage, die fand besonders ich super lustig. Die stand nämlich unter einem deiner Videos. Da stand, wer ist eigentlich Tina? Wirklich? Hier. Also jetzt mal ganz ehrlich, ne? Unter uns 2 Gebetsbrüder, ne? Das frage ich mich auch manchmal. Und die Kinder fragen sich das auch manchmal. Aber darf ich vorstellen, das ist Tina Achtermeier, geborene, wohnhaft in Austin, Texas, kommt aus Duisburg, Nordrhein-Westfalen. Und zusammen sind wir die 2 Ruhrpott-Assis. Du bist der Ruhrpott-Assi. Du bist noch, also ja, du kommst aus Duisburg. Alter. Gut, jetzt ist es ein Kalifat, aber vorher war es Ruhrgebiet. Na, komm, die nächsten Fragen gehen alle so rund ums Tanken und Auto. Oh je.
Frage dazu, stimmt es, dass es günstiger ist, wenn man im Bar bezahlt beim Tanken? Das stimmt in der Tat. Also ihr seht auch tatsächlich, wenn ihr hier die Tankstellen-Schilder seht, die sind ja alle digital, ne? Da ist jetzt keiner mehr, der die Nummern ändert, egal. So, und da gibt es immer, der springt immer um, der Wert. Ne? Das gibt es einmal mit Credit Card und einmal in Cash. Credit Card und Cash. Und Cash ist immer billiger, weil die sich natürlich dadurch die Gebühren der Kreditkarten sparen. Ne? Absolut. Und meistens sind es sogar bis zu 10 Cent pro Gallone billiger. Das lohnt sich also schon, Cash zu bezahlen, wenn man das möchte. Macht halt keiner, weil die Amis ja faul sind. Ne? Die bleiben mit der Kreditkarte, scheiß auf die 10 Cent. Ja, weil du müsstest halt auch reingehen, wenn du Cash bezahlst. Ne? So ist das. Und das wird auch gespart. Gehen beim Tanken tatsächlich nur Kreditkarten oder auch normale EC-Karten, wie wir sie in Deutschland kennen, wenn sie weltweit freigeschaltet sind? Also eine EC-Karte gibt es in Deutschland nicht mehr. Ne? Die Euro-Check-Karte ist dann nun abgelöst. Ne? Das ist jetzt die Girocard, glaube ich. Ne? Und die hat ein Mastercard oder ein Visa-Card-Symbol. Ich bin mir nicht sicher. Und wenn die freigeschaltet sind, dann gehen die auch an amerikanischen Tankstellen. Ne? Die müsst ihr für die USA extra freischalten lassen. Also nicht hier hinkommen und hoffen, dass das geht. Das funktioniert nicht. Aber ich tank auch oft mit einer sogenannten Debitkarte. Das ist dann keine Kreditkarte, sondern das ist meine ganz normale Girokarte vom Konto. Ne? Also ja, das geht. Ja. Gibt es sowas wie eine Kfz-Steuer? Eine Kfz-Steuer gibt es in Texas nicht. Und auf Federal-Ebene auch nicht, ne? Oder? Nein, aber sowas Ähnliches schon, weil das ist diese Registration. Ja gut, also das ist eine einmalige Nummer. Nein, die macht man jedes Jahr. Bei der State Inspection ist die bei, aber das ist ja wie TÜV dann, da ist ja keine Steuer. Naja, also du musst ja schon dieses Ding da bezahlen, diesen Aufkleber im Auto, den blauen. Ja, aber das ist ja durch den TÜV. Naja, einen TÜV gibt es ja nicht mehr. Genau, aber... Aber du zahlst eine jährliche Gebühr dafür, dass du ein Auto halten darfst. Genau, also das ist halt in dieser State Inspection mit drin, aber eine Tax, eine Steuer gibt es nicht. Aber es ist unterschiedlich, wie schwer oder wie groß dein Auto ist. Also wir zahlen jetzt knappe 100 oder 70 Dollar im Jahr dafür und es gibt Leute, die zahlen 300 Dollar im Jahr dafür. Das stimmt. Ja. Und trotzdem ist die Frage beantwortet, indem wir sagen, nein, es gibt keine Kfz-Steuer hier. Also, es gibt andere Kosten, mit Sicherheit, ne? Aber keine Kfz-Steuer. Frage zum Fahren. Wie weit musst du bis zum Supermarkt und zur Schule der Kinder fahren? Kannst du beantworten. Ja, weil jeder denkt immer, oh, ja, es ist super weit und man muss alles immer so mit dem Auto machen. Ja, ist richtig, aber der Supermarkt sind 3 Minuten und zur Schule sind es ungefähr so 5 bis 8 Minuten. Und die Kleine ist gestern sogar zur Schule gelaufen. Die Kleine ist 18. Ich wollte das nur erwähnen, also so klein ist sie nicht. Ja, die hatte halt Bock drauf, ne? Mein Gott. Das ist auch eine schöne Strecke dahin, ne? Das Wetter ist gerade super, es ist nicht ganz so heiß, also wir haben so um die 30, 33 Grad tagsüber, ne? Aber morgens ist halt angenehm. Und warum nicht? Da ist sie 57 Minuten zur Schule gelaufen. Also es ist alles hier möglich. Auch hier zum Supermarkt könnten wir hinlaufen, das sind so ungefähr 30 Minuten. Aber du willst ja nicht mit den Tüten vom Supermarkt wieder zurücklaufen. Nein, aber was ich gerade sagen wollte, ist, dass neben dem Supermarkt ist ein Restaurant, die eine gute Happy Hour haben. Und da waren wir auch schon mal hingelaufen. Haben uns nachher vom Kind abholen lassen. Aber ja, aber es ist möglich, ne? Aber es gibt natürlich auch Gegenden, wo das nicht geht. Ne? Das muss man auch sagen. Also wenn du weiter draußen bist, ne, dann kannst du nicht zum Supermarkt laufen, kannst auch nicht zu einer Bar laufen. Das funktioniert einfach nicht. Ne? Texas ist sehr weitläufig. Es gibt Gegenden, die haben keinen Bürgersteig hier. Ja, da gibt es tatsächlich. Ne? So, und wenn ich jetzt so daran denke, dass du so Richtung Galeria fährst, da hinten, ne, da drin, da ist einfach auch nichts mit Laufen. Ne? Dann, auch in so Siedlungen. Ne? Du hast ja nicht, dass da ein Bütchen ist oder sowas wie in Deutschland. Ne? Da ist einfach gar nichts. Ne? Darum das stimmt. Auto. Das stimmt. Vom Auto zum Reisen, welche sind innerhalb der USA die beliebtesten Reiseziele der USA? Also von Amerikanern oder? Von Amerikanern oder von uns? Können wir beides beantworten? Also ich glaube, von Amerikanern sind tatsächlich die liebsten Reiseziele also ich glaube schon, dass viele nach Kalifornien fahren. Ich glaube schon, dass viele nach Florida fahren. Ich glaube aber auch, dass viele nach South Carolina fahren, da Urlaub machen. Ne? Das auf jeden Fall. Colorado ist im Winter natürlich ein Urlaubsziel der Amerikaner aufgrund des Schnees, ne? Und der Berge. Ja. Auch Salt Lake City, ne? Ist auch ein riesen Skigebiet da, ne? Utah. Ja. Das schon. Und also wenn es ums Ausland geht, da... Nee, nur innerhalb. Nur innerhalb. Florida. Ausland ist Mexiko. Ja, aber nur innerhalb der USA. Deswegen Florida ist auch für die für Amerikaner ja ein totales Reiseziel. Das ist gerade im Winter voll von New Yorkern und alle so, die von oben kommen, die ein bisschen Sonne brauchen. Texas wird immer mehr zum Reiseziel. Absolut. Und ich würde sagen, alles so, was an der Küste ist. Ne? Ja, kommt immer auf die Küste an, ne? Aber das stimmt schon. Also auch die Amerikaner wollen natürlich Strandurlaub machen. Ne? Das ist so. Also und die State Parks. Oder National Parks. Die National Parks, ja, okay. Ja, die sind auf aber jeden das ist Fall. ja kein Urlaubsziel, das ist ein Ausflugsziel, ne? Naja, wenn du dann Urlaub machst, zum Beispiel in Wyoming oder oben in Montana oder so, das ist schon ein Urlaub.
Das ist ein Urlaub, das stimmt. Ja, wie definierst du Urlaub? Also 3 Wochen am Stück, all inclusive, Plastikeimer, Sangria, Ja, okay, das machst du hier in den USA ja gar nicht. Assi-Shirt mit Deutschlandflagge drauf oder sowieso irgendein Fußballtrikot? Nein. Nein, macht man nicht? Nein. Verdammt, ey. Nein. Was sind unsere Lieblingsurlaubsziele innerhalb der USA? Ja, so viele haben wir ja nicht. Ne? Also wir haben jetzt noch nicht so viel Urlaub hier gemacht. Ne? Ach doch schon, Ja, wir haben früher. schon, Aber jetzt, seitdem wir hier sind, haben wir auch schon ein bisschen was ja, gemacht. wir machen mehr Landschaftsurlaube. Ne? Also tatsächlich so Richtung, also klar, wir waren noch mal in South Padre Island für ein paar Tage. Ne? Das ist auch super schön da. Ja. Ne? Wir waren auch in Florida schon, ne? Und in Georgia. Also meine Lieblingsurlaubsziele ist tatsächlich Colorado. Ne, irgendwie die Bergwelt da. Und wenn es an den Strand geht, ist es, wenn es nah sein soll, South Padre Island. Ne? Ansonsten huschen wir nach Florida oder Kalifornien rüber. Nach Florida können wir übrigens auch mit dem Auto fahren. Jetzt oben, dann in diesen, also nicht unten in den Stripe, sondern oben. Da fahren wir ungefähr so 10 Stunden hin mit dem Auto. Also absolut so wie früher von Deutschland nach Österreich. Du warst 10 Stunden von Deutschland nach Österreich? Nach Maria Alm. Da war aber dann sehr stauig. Wir sind sogar schon einmal unten, von ganz unten in Österreich nach Hause 14 oder 15 Stunden gefahren. Ja, weil da Schneechaos war, Schätzelein. Nein. Nächste Frage, wie sieht es aus mit Florida? Ja, haben wir beantwortet, Florida ist cool. Und jetzt, was viele richtig triggert oder interessiert, ist Preise. Immer Preise. Und Das ist zwar, das Lieblingsthema. absolut. Wieso können sich die Amerikaner das alles immer noch leisten? Das kann doch nicht sein. Weil die einfach viel mehr Geld verdienen. Mit genügend Geld lebt es sich fast überall Definitiv. besser. Aber in welchem Land lebt man lieber, wenn man arm ist? Wenn man arm ist, lebt man, ist egal in welchem Land ist das scheiße. Also Ja. wirklich. Was Weißt du, für eine Frage. das ist so wie mit den Krankheiten. Ja, aber wenn du mal einen Gehirntumor hast, ja, das ist überall. Weißt du, das ist auch scheiße, wenn du in Deutschland bist. Ja. Also Leute, wirklich solche Fragen. Ne? Aber die Fragen, die zielen ja immer nur darauf ab, damit man sich selber besser fühlt. Ne? Das ist ja einfach nur, man sucht für sich eine Ausrede, warum der andere das vielleicht gut findet da. Man findet das eigentlich auch heimlich gut. Ne? Aber man sucht sich dann eine Ausrede, warum man das nicht so gut findet. Das stimmt. Aber so ernst gemeinte Fragen zum Preis gibt es halt sehr viel zum Essen, wenn wir essen gehen. Was kostet denn so eine Platte für 2 so? So ein Taxiteller oder was? Nee, so eine Platte. Was ist denn eine Platte? Ja, so ein Plate. Ach so ein Barbecue-Plate. Ja. Ja, kommt drauf an, welches Barbecue, ne? Also ich sag mal, das geht von 120 bis 300, ne? Also wenn du so schicke Barbecues, so Interstellar oder La Barbecue hast, ne, die eigentlich nur den Namen und die Popularität mitbezahlen, ne? Aber das ist dann halt sehr pricey, da zahlst du halt 250, $300. Und ansonsten im normalen Barbecue die Schlachtplatte Royale. Ja, die ist bist so du um die $100. 120, Genau. ja. Mich würde mal interessieren, was der Spaß gekostet hat. Sieht nach unbezahlbar aus. Oder wie sah denn die Rechnung nachher aus? Ja, welche denn genau? Was? Steaks. Ja, da muss man, also ihr müsst da müsst ihr einfach mal ein Grundsatzverständnis haben. Das muss ich einfach mal mitliefern. Ne? Ein Steakhouse in den USA, ne? Also ein richtiges Steakhouse. Und jetzt rede ich nicht von Texas Roadhouse und ich rede nicht von Longhorn Steakhouse, sondern ich rede von einem richtigen Steakhouse. So ein richtiges Steakhouse hat eine Fleischqualität, die kriegt auch ein Texas Roadhouse, die kriegt auch ein Maredo oder wie die deutschen Dinger heißen, einfach nicht hin. Ne? Das ist eine ganz andere Qualität. So, und da kostet das Steak halt richtig viel Geld, weil die Kuh von Hand gestreichelt wird oder was auch immer. Ne? Aber nein, das ist tatsächlich so. Ne? Die können das auf den Punkt, das sind Experten im Steakbraten, Grillen oder was auch immer. Ne? Die haben Fleischsorten und Cuts da, die kriegst du gar nicht im Texas Roadhouse, muss man einfach auch so sagen. Ja. So, und die kriegen natürlich japanisches Fleisch mit einer ganz feinen Marmorierung. Ne? Das ist einfach Wahnsinn. So, und das machst du aber auch nicht jeden Tag. Es ist nicht so, dass der Tina und der André jeden Tag in so ein Steakhouse gehen und 400 Schleifen auf den Tisch legen. Ne? Das bei weitem nicht. Das gönnt man sich mal. Einmal im Quartal, einmal im Jahr vielleicht, kommt immer darauf an, auf welches Steakhouse. Ne? So, das ist halt sehr pricey. Ne? So, und du musst wissen, dass du kriegst nur das Steak. Also da legen die Wert drauf. Da kriegst du auch nicht wie im Texas Roadhouse mit Kräuterbutter oder so ein Quatsch, ne? Sondern du genießt in einem Steakhouse einen Teller mit dem Steak. Klar, du kannst dir noch was dazu bestellen, ne, an Sides, aber das Steak ist das Highlight und du kriegst halt nur den Teller mit dem Steak, wenn du nichts anderes bestellst. Ne? Und ich finde, das reicht schon. Aber ein bisschen so andere Geschmäcker sind dann schon ganz gut. Ne? Ja, aber ich bin auch ein großer Fan von Texas Roadhouse und wie sie alle heißen, weil ich mag das Fleisch da echt gerne. Es ist zwar nicht diese Mega-Qualität, ne, aber dann kriegst du das auch wirklich bezahlbar und kann ich euch auch nur empfehlen, dort mal so ein Steak zu essen, was günstiger ist. Ja, also ich würde sagen, das ist gut bürgerliche Küche, ist in Texas
Texas Roadhouse. Ja. Das ist so wie Deutschland Schnitzel, Pommes vergleichen. Und dann gehst du in Texas Roadhouse, da kriegst du ein gutes Stück Fleisch. Das ist nicht das super beste Fleisch, ne? Aber das ist ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Und das ist jetzt auch nicht, finde ich auch nicht was für jeden Tag. Ne? Also ich kann jetzt auch nicht jeden Tag so ein Steak essen. Ne? Aber ich sag mal so, das geht schon. Ich hatte zwar Pech, ne? Aber das ist halt, kann ja Jeder hat mal passieren. Pech. Ich hatte mal Pech bei Cheddars. Das war furchtbar, ne? Ich hatte einfach nur Pech. Davor die 3 Male fanden wir es richtig toll. Also das war jetzt einfach mal Pech. Das sind halt auch Ketten, ne? Das darf man nicht vergessen. Ne? Also die richtigen Steakhäuser hier, die sind keine Ketten. Vielleicht haben die einen Besitzer mit mehreren Locations, ne? Aber das ist keine Kette. So, und das ist halt keine Systemgastronomie. So, und du merkst dann auch am Ambiente, ne? Die Kellner kennen sich richtig gut aus. Ich glaube, die kennen den den Nachnamen, der Vater der Kuh. Ne? Und warum das so gut ist. Und die empfehlen dir auch alle Sachen. Und das ist immer ein Hit. Ne? Also das ist wirklich geil. Hallo André, was sind die Beilagen zum Brisket? Zum Brisket. Typische Beilagen. Mac and Cheese. Ja. Mac and Cheese habe ich in Deutschland immer so, nee, würde ich nie essen. Seit ich jetzt hier bei diesen ganzen Brisket-Läden war, super lecker. Das ist auch ein anderes Mac and Cheese als Ja, aus Deutschland. also nicht dieses Kraft aus der Tüte mit Pulver zusammengerührt, sondern wirklich echtes, cooles Mac and Cheese. So lecker. Das reicht eigentlich auch schon. Ne? Also eigentlich, ja ganz ehrlich, ne, so die Beilagen zur Platte, ne, die sind ganz nett, wenn man mal eine Gabel nimmt. Ne? Aber ich nehme die immer mit nach Hause, Ich auch. weil einfach so viel ist. Also da hat Tina recht. Ne? Mac and Cheese ist natürlich, und natürlich gehört immer Kartoffelsalat dazu. Und Krautsalat. Kartoffelsalat und Coleslaw. Und Coleslaw ist nicht mit Bacon, ne? Aber der Kartoffelsalat ist immer auch mit ein bisschen Bacon drin. Ne? Also Texas ist kein Paradies für Vegetarier. Aber die haben mittlerweile auch vegetarische Sachen. Ne? Ja, Zum aber Beispiel Wasser. jetzt beim letzten Mal, da wo wir waren, wo wir diese Riesenplatte bekommen haben, da gab es sogar noch Crawfish klein gehäckselt Ja, so irgendwie als. Crawfish-Tatar. Ja. Jetzt, ihr müsst wissen, wer Crawfish kennt, ne, das ist ja ein Flusskrebs. Ne? Und da ist ja nicht viel drin. Ne? Also du popelst da so ein bisschen raus. Ne? Das heißt, wenn du da so einen Ballen Crawfish-Tatar kriegst, ne, da müssen schon sehr viele Flusskrebse dann geglaubt haben, oder? Ja, aber das sind ja irgendwie so die, jetzt nicht das teuerste, oder? Nein. Ich glaube, die Beilage war $8, ne, in dem Video letztes Mal. Ne? Ja, glaube ich auch, $8. Wie ist das? Nächstes ist über Gefahren in Texas. André Gefahrensuche. Wie ist das mit deinem Garten? Musst du erstmal mit dem Stock auf den Boden hauen, um die Schlangen zu vertreiben? Danke. Ich muss mit dem Stock auf den Boden hauen, damit meine Tochter, die sich gerade sonnt, aufsteht, weil das meine Liege ist. So. Nein, aber die Frage ist ja berechtigt. Ne? Also Texas denken die Leute immer an Schlangen und Giftschlangen. Ne? Also grundsätzlich ist das ja so, die Schlangen sind ja auch nicht ganz so blöd. Ne? So, die wissen also, wenn da Menschen sind, ist das nicht so gut, dann gehen die. Ne? Ja. Dass wir eine Giftschlange im Garten hatten, ist noch nie vorgekommen. Noch nie? Das kommt vor in so Neubaugebieten, ne? Wo so Rattlesnakes noch nicht ganz geschnallt haben, dass das jetzt Menschengebiet ist. Ne? Dann kann das schon mal passieren. Ne? Aber hier, klar, wir haben ein paar Schlangen, ne? Aber das sind alles sehr liebe Schlangen und die sorgen für... Ja, liebe Schlangen. Ja, die sorgen halt für die Insekten. Ne? Also die essen die Insekten weg. Das ist schon in Ordnung. Ja, Ne? Garden Also, Snakes. nein, wir haben hier keine Angst vor Giftschlangen. Mal ganz ehrlich, Schlangen insgesamt, ich habe vielleicht in Texas, seit wir hier leben, vielleicht eine Handvoll Schlangen gesehen. Also nicht sehr viel mehr. Und davon eine im Big Bend und im Big Bend, die war schon groß. Und dann eine hier im Park, 2 im Garten, also wirklich so selten. Ja, es gibt ja auch nicht so viele Giftschlangen, ne, wie ihr glaubt. Also es gibt 3, 4 Arten, die giftig sind. Ne? So eine Diamond Rattlesnake, die siehst du wahrscheinlich eher in den Plains oder auf den Feldern draußen, ne, als hier in der Stadt. Ne? Ja. Und hast du schon mal einen Tornado erlebt? Ich habe nur einen Tornado erlebt, als ich Tina mal so geärgert habe, dass sie quasi wie so ein Wirbelwind hinter mir hergekommen ist. Das war der einzige Tornado, den ich erlebt habe. Nein, also wir haben natürlich schon einen starken Sturm erlebt, ne? Ja. Aber der war nicht Tornado. Nein, Tornado ist auch nicht wirklich in unserer Region. Also Austin ist nicht bekannt dafür, dass sich hier Tornados überhaupt hin verirren. Wir haben gar nicht diese Weite dafür, wo die entstehen können. Also im Norden von Austin, an den Randgebieten vielleicht. Ne? Aber wir sind ja hier mitten in Austin, also gehört noch zum Stadtgebiet Austin. Wir haben auch noch eine Austin-Telefonnummer, wenn wir eine hätten. So, und das kommt eigentlich so gut wie nicht vor, dass hier ein Tornado sich bildet. Hey André, sag mal, weißt du zufällig, wie das als Gräser- oder Pollenallergiker in Texas ist? Ihr habt da ja Erfahrung gemacht. Ja, also ich bin Gräser- und Pollenallergiker. Also ich habe Heuschnupfen gehabt und seitdem ich hier bin, habe ich das nicht mehr. Ist das die Frage beantwortet? Kurz und knackig? Ja, allerdings. Was es hier gibt, ist das sogenannte Cedar Fever. Und dieses Cedar Fever, das ist auch kein Joke. Das ist eine super starke Allergie, die gerade so
zwischen Dezember und Februar auftritt, wenn die Cedars blühen. Und das haut wirklich den stärksten Cowboy um. Also das ist wirklich etwas, warum tatsächlich sogar ein paar Leute wieder weggezogen sind, weil sie die Allergien hier nicht aushalten. Wir, toi toi toi, haben noch keinerlei Symptome niemals gehabt von Cedar Fever. Und man sagt, wenn man das so im 3. Jahr nicht entwickelt hat, dann kommen wir wahrscheinlich drum herum. Ja, genau. Also es ist nicht so, dass du nach Texas kommst und Cedar-Fieber hast, ne, sondern du entwickelst das mit der Zeit. Ne? Ja, manche entwickeln das, manche nicht. Aber Gräser und andere Flugpollen hier, die du aus Deutschland, Österreich oder der Schweiz kennst, Nein, deswegen könnt ihr genüsslich euren Urlaub hier erleben. Das ist nämlich im Mai, glaube ich, hat er geschrieben. Das nächste. Ich bin überrascht, dass die Bürger in Texas sportlicher sind als in Deutschland. Meine Erinnerung an Florida war nicht so. Kannst du dazu mal ein Video machen? Ja. Gibt es auch Fakten dazu? Fakten gibt es nicht. Fakten gibt es deshalb nicht, weil das ist natürlich auch sehr subjektiv. Also das ist halt unsere Sicht auf die Dinge. Ne? Also grundsätzlich ist das so. Es gibt Staaten, da hast du wirklich so ein Stereotype an Amerikanern, wo richtig so dicke Mammis sind, ne, die da durchgehen. Ne. Das ist hier, ich habe den Eindruck, hier in so einer Großstadt wie Austin ist das nicht so. Also du musst wissen, Texas ist ein Military State. Ne. Ja. Das heißt, hier gibt es ganz viele wichtige Bases, ne, der Air Force und der Army. Und du hast natürlich einen großen Anteil an ehemalige Soldaten hier. So, und die sind schon sehr sportlich. Und außerdem ist halt in Texas Schulen, so in den Highschool, ihr wisst ja, Texas ist quasi, Religion ist Football. Ne? Das heißt, die Kinder sind schon sehr, sehr früh hier in den Schulen auf Sport und auf gesunde Ernährung teilweise. Also ist schon so. Ne? Die achten schon mehr auf Ernährung als in Deutschland. Oh ne? ja. So, darum ist halt in Florida, Florida ist kein Military State. Die haben vielleicht ein bisschen Navy da, ne? Und das ist aber eher so ein Tourismus-State und sowas. Darum ist die subjektive Wahrnehmung in Florida, da gibt es viel dickere Menschen, unsportlichere Menschen als in Texas. So, da gibt es keine Fakten zu, ne? Das ist aus meinem Bauch raus. Und ich kann mir auch durchaus gut vorstellen, jetzt gerade in Gehirnfurz, dass Riecht man. dass in Florida halt die Leute gerne Urlaub machen, Strandurlaub. Das heißt, es müssen nicht nur Floridianer sein, sondern die können von überall aus Amerika hinkommen und dann dort ihren Urlaub machen. Und so ein Strandurlaub ist halt einfach was anderes als ein Hike-Urlaub. Wir gehen halt viel lieber wandern oder Natur und da siehst du halt auch, also da siehst du auch gar keine sehr, sehr fülligen Menschen, weil es ist halt auch echt anstrengend. Ja, absolut. Nein, ist so. Ne? Aber die Frage ist berechtigt. Ne? Ich hätte auch immer gedacht, boah, die Amerikaner alle dick, ne? Und alle übergewichtig. Hier nicht, Punkt. Das ist einfach so. Das nächste ist zum Thema Freundlichkeit. Ne? Mich würde mal tatsächlich interessieren, ob die Kassiererin das sagt, weil sie es so meint, oder ob es entsprechende Anweisungen von oben gibt und man es schlichtweg von ihr erwartet. Ich kann das nicht einschätzen. Wie ist denn deine Einschätzung? Oh, es wird erwartet, definitiv. Es wird erwartet und das gehört hier zum guten Ton. Aber nicht nur die Kassiererin, es fängt bei Kindern an. Es wird von Kindern erwartet, immer nice zu sein und immer nett und höflich zu sein und was Gutes zu sagen. Also das ist insgesamt eine Kultur hier, dass man nett zueinander ist und möchte, dass es dem anderen gut geht. Dieses Mindset. Deswegen, ich glaube nicht, dass eine Kassiererin so viel gezwungen werden muss dazu, weil es ja so ein bisschen drin ist. Aber natürlich wird sie darauf aufmerksam gemacht, dass das ist, wie sich das Unternehmen auch gerne präsentieren möchte. Bin ich 100% bei dir. Also ich bin mir sicher, dass es so Regeln gibt. Ich bin mir aber auch sicher, dass, wie Tina sagte, dass da gar nicht so nachgehakt werden muss, weil die einfach auch so sind. Ich meine, das geht ja los bei es gibt auch viele Studis hier, die hier beim Einpacken helfen, wie in Deutschland auch, die machen Ferienjobs, die sind auch alle kackenfreundlich. Ja. Das ist jetzt nicht so, dass da einer steht und sagt, ey, den musst du aber da hinten mal ein bisschen freundlicher empfangen, was schon sehr unfreundlich ist. Ne? Aber ich glaube einfach tatsächlich, es gibt diese Arbeitsanweisung, die aber nicht kontrolliert werden muss, weil die einfach von Natur aus so sind. Ich weiß, von Trader Joe's gibt es eine Arbeitsanweisung für die Kassiererin, dass sie dich bitte in ein Gespräch verwickeln sollen. Also die möchten gerne, dass du Smalltalk führst, weil die Erfahrung dann für den Kunden schöner ist, während du die Sachen für den Kunden einpackst. Trader Joe's, muss man wissen, ist halt kein Kassierband wie beim Aldi oder beim Edeka oder beim Rewe, wo du deine Sachen aufs Band legst, sondern du fährst mit dem Wagen dahin, gibst den Wagen und die Kassiererin nimmt das aus dem Wagen raus, packt das in Papiertüten und unterhält sich währenddessen mit dir, sodass du das nicht als störend empfindest. Und das finde ich dann eigentlich... ja, die gibt ein angenehmes Gefühl, ne? Das ist einfach so. Ne? Und das Thema ist völlig egal. Du zahlst $200 und lächelst dabei. Naja, warte, jetzt bin ich gerade verrutscht. Das nächste Thema ist auch ein Thema,
was interessant ist, und zwar Religion. Wie ist es denn mit der Religion? Ist das ein großes Thema? Ich denke da an Sheldons Mutter. Was ist Sheldons Mutter? Sheldon. Ach so, von Sheldon Cooper. Ja, die Dr. TV-Show. Sheldon Dr. Cooper. Sheldon Cooper. Okay, also Texas, wir sind im Bible Belt, Ja. ne? Texas ist christlich orientiert und ist das ein Thema? Ja, ist schon ein Überall. Thema, aber ist jetzt kein Extremthema. Ne? Ist halt ein Businessmodell auch, ne? Muss man wissen. Ne? Darum gibt es die ganzen vielen kleinen Kirchen. Ja, also zum ersten super viele Kirchen, an jeder Ecke 3 Stück. Also das ist schon wahr. Und zum zweiten, natürlich ist es ein Thema hier. Es wird alles immer, after church, wir sehen uns after church. Also das ist hier völlig im Alltag drin. Und ich war sogar mal auf einer Netzwerkveranstaltung, wo jeder jemandem danken musste, irgendwie so, ja, ich habe zum Beispiel mit André gearbeitet, das war super, danke dafür. Und dann hat sich jemand hingestellt und sagte, ich möchte heute dem Lord danken dafür, dass er mir bla bla, keine Ahnung ist. Das war völlig normal. Also es war, niemand hat irritiert, also ich war die Einzige, die so ein bisschen so irritiert geguckt hat, dass man das macht. Aber für die anderen alle so, ja, richtig so. Also Religion ist hier ein allgegenwärtiges Thema, aber nicht aufgesetzt. Nein, das gehört dazu hier. Ja. Aber ich habe jetzt nicht den Eindruck, dass ich täglich damit konfrontiert werde. Ne? Das ist so. Die wichtigste aller Fragen, die absolut Was ist wichtigste die Frage, Krankenkasse? die habe ich echt rausgefiltert, Ja, weil da perfekt. hatte ich gar keinen Bock mehr Nee, ist drauf. auch vorbei. Also diese Krankenkassensachen so, ja, jetzt wird man nicht krank und wie teuer ist eine Krankenkasse. Vielleicht wäre das noch tatsächlich interessant gewesen, wie teuer, aber ich habe darauf keinen Bock mehr. Durchgenudelt. Die wichtigste aller Fragen ist, bekommst du das gute Stauder in den USA? Das ist tatsächlich die wichtigste Frage. Und ich muss dir leider sagen, nein. Das gibt es, also außer jemand besucht mich hier und bringt mir das freundlicherweise mit, kriegen wir das leider nicht in den USA. Ich habe sogar mal Stauder angeschrieben, habt ihr ja schon mal vielleicht gesehen in einem meiner Videos. Und Die haben da gar kein Interesse. die haben erstens, weißt du, da kam so eine Antwort, wo ich denke, so, boah, den Marketingleiter muss er entlassen. So, sehr geehrter Herr Achtermeier, ich bedauere Ihnen mitteilen zu müssen, dass wir unsere Produkte nicht ins Ausland exportieren. Echt, das ist deine Antwort? Mein Gott, nimm den Stock aus dem Arsch. Aber gut, das... Piep. Und die letzte Frage, die ich rausgesucht habe, ich weiß gar nicht, wie ich die auffassen soll. Das Einfach vorlesen. Hat das alles etwa keine deutschen Namen? Das ist auch so eine... Ja... Am deutschen, ist egal. Wesen soll die Welt genesen. Ja, also das ist für viele ältere Damen, ne? Also liebe ältere Damen, ich mag euch ja alle, ne? Ihr seid ja ein bisschen knuffig so dabei, ne? Aber für viele ältere Damen und manchmal auch viele ältere Herren ist das durchaus im Kopf drin, dass die Welt Deutsch spricht. Oder, dass man ja zumindest, wenn man ins Ausland geht, eine deutsche Karte hat, ne? Wo man, wie soll man denn sonst das lesen, das Englische da? Und das ist einfach so, das spiegelt so ein bisschen mein Bild der Deutschen wieder. Aber Arrogant will ich nicht sagen. Aber es gibt tatsächlich, in Texas gibt es ein paar Städte, wo ganz viel auf Deutsch steht. Steht auf Deutsch, ja. Da steht Hauptstraße, Ratskeller, Küchenladen, da steht Willkommen und Jägerschnitzel, Bratwurst und Rotkohl. Also es gibt tatsächlich ein paar, ne, Fredericksburg, Bernie, New Brownsfeld und wie sie alle heißen, die haben halt eine deutsche Herkunft. Und da, also wenn es dir wichtig ist, dass du Deutsch in Texas lesen kannst, dann... Nimm dir einen Tourenguide. Also wirklich, weißt du, wenn du kein Deutsch kannst... wollte ich gerade sagen, fahr in die Städte. Ja, und dann ist, weißt du, wenn du kein Englisch kannst, dann verstehe ich das. Ne? Du willst ja trotzdem das Land sehen, das ist ja auch völlig in Ordnung. Ne? Aber dann nimm dir halt einen Touri-Guide, ne? Oder hol dir ein iPhone mit AI-Translation oder was auch immer. Ne? Aber erwarte bitte nicht, dass jeder hier Deutsch spricht oder dass überhaupt irgendjemand Deutsch kann. Ne? Bereite dich halt ein bisschen vor. Ja, und das Texas-Deutsch, ne, das ist auch eine Frage, die habe ich jetzt nicht gefunden, aber ich weiß, dass sie gestellt wurde. Das Texas-Deutsch aus Fredericksburg, das stirbt auch leider aus. Ja, ich glaube, das war so die alte Generation, Ja. ne, und wird immer weniger weitergegeben. Also ich habe es noch nicht gehört, ehrlich gesagt. Und ich war schon sehr oft in Fredericksburg. Ja, schade. Aber jeder versucht hier immer ein bisschen Deutsch zu sprechen. So, Deutsche, ich komme auch aus Deutschland oder meine Eltern kommen aus Deutschland. Sprichst du Deutsch? Auf Wiedersehen. Oder Tschüss sagen Tschüss. auch viele. Tschüss. Ja. Die sagen dann Tschüss. Oder wie geht's? Wie geht's? Wie geht's? Ja, schon lustig. So, das Ja, war's? das war's an Ja, Fragen, tschüss. die ich heute...
Ich hoffe, ihr hattet wieder ein bisschen Spaß. So eine Fragerunde würde ich gerne regelmäßig machen. Deswegen packt mal bitte alle eure Fragen unten rein. Dann machen wir das Video so einmal im Quartal oder was weiß ich. Nee, weil das macht mir echt Spaß. Wir sammeln ja die Fragen aus den verschiedenen Plattformen. Ne? Also Instagram sind wir ja, wir sind auf TikTok, ne? Wir sind auf YouTube, ne? Und auf Facebook, ne? Weil wir auf Instagram sind, schubst ja natürlich immer alles auch nach Facebook rüber. Ne? Ist ja Meta-Plattform. Da sammeln wir einfach mal so ein bisschen. Ne? Und es gibt ein paar soziale Medien, da ist es ein bisschen bissiger. Ne? Und es gibt ein paar soziale Medien, da ist das Niveau ein bisschen höher. Herzlich willkommen im niveauvollsten Kanal von uns. Ja, das ist so. Die Fragen hier, die sind echt toll, die machen Spaß. Und die Fragen hier auf dem Kanal, bitte weiter so. Also wirklich, fragt uns Löcher in den Bauch. Das macht für uns so viel Spaß, weil ja, ist halt lustig. Sind dir Worte ausgegangen? Ja, Schatzi, meine Worte sind alle. Wir müssen das müssen wir eigentlich feiern. Warte, ich lasse noch mal 10 Minuten laufen und wir genießen einfach mal die Ruhe. Nein, Spaß beiseite. Also mir macht das natürlich sehr viel Spaß hier. Ne? Und wir machen das auch nur als Hobby. So, das muss ich auch mal sagen. Ne? Das heißt, das nimmt auch ganz schön viel Zeit in Anspruch, ne, für unser Hobby. Aber das ist auch in Ordnung. Ne? Manche rennen 8-mal die Woche zum Fußball oder so. Wir setzen uns halt hier hin und bespaßen euch. Ne? Mir macht das sehr viel Spaß. So, wenn euch wirklich mal eine Einreise, eine Ausreise, eine Auswanderung hier in die USA interessiert und ihr wollt hier vielleicht mal ein Business starten, dann empfehle ich euch auf jeden Fall unseren Kurs. Also ich habe mich hingesetzt und habe 15 Stunden Videomaterial aufgenommen. Wirklich aus der unternehmerischen Praxis heraus. Nicht irgendwie ein Coaching, bla bla bla, sondern ich habe das so strukturiert, als würde mich eine Firma beauftragen, für 3 Wochen einen Workshop zu halten, um die Mitarbeiter auf den Markteintritt in die USA vorzubereiten. Ne? So, den Link findet ihr hier auf jeden Fall in der Video-Description. Und wenn ihr einen Kaffee mit mir trinken wollt, auch da gibt es meinen Kalender. Ne? Ich stehe immer für Fragen und Anregungen zur Verfügung. Ich bin gerne euer Sparring-Partner, wenn ihr hier Fragen in die USA habt. Die Tina hast du auch einen Kalender eigentlich? Du hast auch einen Kalender, ne? Ich weiß das gar nicht. Tina weiß es nicht, aber wenn ihr mit Tina quatschen wollt, dann sagt Bescheid, dann connecte ich euch da, ne? Ja. Und dann kommen wir zusammen. Also mir macht das auf jeden Fall sehr viel Spaß. Mir hat es auch heute wieder Spaß gemacht, die Fragen mal so zu beantworten. Und wir werden ganz bald wieder auf Sendung gehen hier auf diesem Kanal. Alles geil, ihr Lieben. Bis bald. Bis dann. Ciao.